Hallo und herzlich willkommen zur Einführung in die Makaira Storefront. Ich bin der Alex, Frontend Developer und werde dir in diesem und anderen Videos zeigen, was die Storefront ist, was du damit machen kannst und vor allem, wie du damit arbeiten kannst. Zum Einstieg möchte ich dir erstmal einen technischen Einblick verschaffen, welche Tools wir benutzen und natürlich darüber hinaus, welche Kenntnisse du im besten Fall mitbringen solltest. Also lass uns nicht lang warten, sondern direkt starten. Also, die Storefront selbst basiert auf Next.js. Next.js ist ein Framework, welches wiederum auf Express.js und React.js basiert und uns viele der Features, die wir brauchen, um die Storefront zu betreiben, mitliefert. Beispielsweise das Thema Server-Side-Rendering oder Routing oder eben, dass wir unseren Code, vor allem den kleinseitigen Code, in React.js schreiben können. Das heißt für dich, sofern du mit Next.js noch nicht so weit vertraut bist oder gerade auch zum ersten Mal davon hörst, dann empfehle ich dir sehr, geh einmal auf nextjs.org und verschaffe dir dort über die Dokumentation oder über den Start Learning Guide einen ersten Überblick, was dieses Framework kann, was es bietet, denn das ist wie gesagt der technische Unterbau der Storefront. Wie man hier auch schon lesen kann, the React Framework, das heißt React.js spielt hier eine große Rolle. React.js ist auch eine JavaScript-Library oder auch ein Framework, wie auch immer man das benennen möchte, und spielt eine, wie gesagt, sehr, sehr elementare Rolle in unserem Code. Das heißt für dich, wenn du mit React.js auch noch nicht so vertraut sein solltest, hier ebenfalls die Empfehlung reactjs.org und hier den Getting Started Guide einmal durcharbeiten, damit du vertraut bist mit dem, was du dann vorfinden wirst. Beide Links, sowohl zu Next.js als auch zu React.js, wirst du auch unterhalb des Videos finden. Und damit ist auch schon der technische Unterbau der Storefront geklärt. Es ist wie gesagt Next.js und damit einhergehend React.js, und wenn du beide Technologien nicht mal unbedingt beherrschen musst komplett, aber zumindest weißt, worum es da geht und einen ersten Einblick hast, dann wirst du auch mit der Storefront relativ gut arbeiten können. Weiterhin zum technischen Setup, sag ich mal, gehört das Wissen darum, dass die Storefront selbst für einen Einsatz in einem Headless-System gedacht ist. Das heißt ein Setup, bei dem das Frontend von dem Backend getrennt ist und wir sämtliche Daten, die wir im Frontend abbilden, über APIs bekommen. Was man beispielsweise hier sehen kann, ich habe hier einmal lokal die Storefront mit im Standard-Setup aufgesetzt mit Demo-Daten, und alles, was du hier siehst, die Menüeinträge, der Content, die Texte, die Produktinformationen in diesen Kacheln, also quasi einfach nur Landingpage-Content, den wir hier sehen, aber auch Kategorieseiteninformationen wie diese Produktkacheln, die wir hier sehen, Detailseite mit Produktbeschreibung oder auch mit Produkt-Recommendations, die wir hier sehen, mit einer Suchfunktionalität, die wir hier oben haben. All diese Informationen kommen nicht aus einem Shop-System, weil wir die Storefront ja nicht in einem Shop-System rendern, sondern das Tool für sich steht. Die Daten kommen über eine API, in unserem Fall die Makaira API. Das heißt, auch hier solltest du im besten Fall schon ein gewisses Grundverständnis darüber haben, was Makaira ist und was es kann, denn die Funktionalität der Storefront ist ganz stark an das gekoppelt, was auch Makaira liefern kann an Daten. Dadurch, dass wir die Storefront in einem Headless-Ansatz betreiben, ist auch ein dahinterliegendes Shop-System nur relevant in der Regel, wenn wir mit dem Checkout interagieren. Das heißt, ob du nun einen Oxid, ein Shopware, ein Shopify oder ein anderes Shop-System hast, spielt für das Rendering des Shop-Frontends, was wir hier haben, eine untergeordnete Rolle. Denn mit dem Shop-System selbst interagieren wir in der Regel nur dann, wenn ich zum Beispiel mit dem Checkout interagieren möchte oder mit dem Warenkorb. Das heißt, wenn ich Produkte in den Warenkorb legen möchte, dann natürlich brauche ich eine Interaktion mit dem Shop-System, weil ich über die shop-spezifische API dem Shop-System sagen muss, hey, liebe Shop-System, bitte lege x-mal dieses Produkt in dieser Variante in deine Checkout-Session. Und um das einmal kurz zu visualisieren, habe ich hier eine kleine Grafik vorbereitet. Wir sehen hier ganz vereinfacht den User im Browser mit der Storefront und dahinterliegend mit dem Next.js, welches dann über API-Calls an die Makaira API Informationen zu Landingpages, Produkten, Kategorien, aber auch Herstellern bekommt und auch viele Informationen mehr. Während wir auch API-Calls an das Shop-System haben, das betrifft dann vor allem den Checkout-Bereich. Natürlich muss auch Makaira die Daten erstmal haben. Also die ganzen Produkte, die ich darstellen möchte, die Kategorieinformationen, all das muss ja irgendwo herkommen, und das kommt ja in der Regel aus dem Shop-System. Das heißt, es gibt einen Sync, vereinfacht gesagt, zwischen Shop-System und Makaira. Das ist für uns aber in diesem Video-Guide, in dieser Reihe nicht weiter relevant, denn hier gehen wir einfach mal davon aus, dass die Daten bereits in Makaira sind und wir wirklich uns darum kümmern können, das Shop-Frontend darzustellen. Und damit sind wir auch schon fast am Ende des Videos angelangt. Du hast also gesehen, die Storefront ist dazu gedacht, in einem Headless-Ansatz benutzt zu werden. Sie bekommt ihre Daten über APIs, sie hält selber keine Daten vor. Das heißt, du hast keine direkt zur Storefront gehörende Datenbank, sondern alle Daten, die wir bekommen,
erhalten wir von Drittsystemen, die wir über APIs ansprechen. Und der technische Unterbau ist, wie gesagt, ein Next.js und ein React.js. Was das alles im Detail bedeutet, also was genau passiert zum Beispiel, wenn ich die Startseite aufrufe, eine Landingpage, woher weiß die Storefront, was sie hier darstellen soll, woher kommt der Inhalt, den ich hier darstellen möchte. All diese Sachen schauen wir uns in den nächsten Videos genauer an. Das heißt, wir werden durch den Code gehen, ich werde dir die Kernkonzepte erklären und du wirst einen Einblick darin bekommen, ja, wie du mit der Storefront tatsächlich arbeiten kannst. Das wird auch direkt Thema des nächsten Videos sein. Dort werde ich dir zeigen, wie du die Storefront bei dir lokal aufsetzen kannst, was du dazu brauchst, um arbeitsfähig zu sein. In dem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören und Zuschauen und freue mich schon aufs nächste Video.